Für den Thunfischnudelauflauf benötigt ihr 2 Dosen Thunfisch, 250 Gramm Röhrennudeln, 100 Gramm Gemüse eurer Wahl, 300 Gramm Frischkäse mit Kräuter, 150 Gramm geriebenen Käse, 4 Esslöffel Milch, 3 Tomaten und Salz und Pfeffer. Herzlich willkommen und hallo zu 4 Reifen, ein Klo. Wir machen heute wieder was im Omnia-Backofen und zwar einen Nudel-Thunfisch-Auflauf. Für den Nudel-Thunfisch-Auflauf braucht ihr halt, klar, Thunfisch, Nudeln und ein Gemüse eurer Wahl. Das könnt ihr auch weglassen, wenn ihr möchtet, aber ich finde, Gemüse ist immer ganz wichtig. Ich nehme diesmal Erbsen. Ihr könnt auch gerne Brokkoli nehmen, Mais oder Lauch oder was euch dazu einfällt. Könnt ihr natürlich austauschen, wie ihr individuell seid. Und vielleicht haben ja auch einige von euch Allergien, das heißt auch Möhren oder sowas. Die können ja Kreuzallergien auslösen. Aber die kann man reintun, kann man weglassen, wie ihr möchtet. Aber 100 Gramm Gemüse ist halt drin. Ich habe mich für Erbsen entschieden. Und das machen wir jetzt mal im Omnia-Backofen. Das Gute ist, wir müssen eigentlich gar nicht bei schnibbeln, sondern wir müssen eigentlich nur verrühren und die Nudeln einmal vorkochen. Die Nudeln koche ich deswegen vor, weil es ist immer recht schwierig, im Omnia-Backofen getrocknete Nudeln einzufüllen. Das hat wirklich den Hintergrund, es kommt darauf an, was habt ihr für Flüssigkeiten drin und habt ihr Gemüse da zusätzlich drin, was auch noch Flüssigkeit abgibt. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich kann euch alternativ Nudeln aus dem Kühlfach empfehlen. Die habe ich auch mal sehr gerne dabei. Die sind in so einer Tüte, die sind schon fertig vorgekocht. Die könnt ihr einfach nur reinmachen, alternativ statt die Nudeln halt vorzukochen. Das ist natürlich wieder unterwegs ein zeitlicher Faktor, den man da ausbügeln kann. Ansonsten habe ich auf meinem Blog bereits einen sehr großen Beitrag deswegen veröffentlicht. Das Für und Wider, Nudeln vorkochen, was muss man beachten? Ich verlinke euch den einmal, dann könnt ihr euch das mal anschauen, weil es ist wirklich nicht einfach, weil wir dürfen nicht immer reingucken und dann Flüssigkeit zufügen und ähnliches. Deswegen koche ich die auch gerne vor. Ich finde auch, es gibt Nudeln, die geben halt zu viel Stärkegeschmack ab, wenn man das direkt im Omnia macht. Ist mein Empfinden, ich weiß nicht, ob euch das genauso geht. Deswegen, ich koche die lieber vor. Ich finde es einfach schmackhafter und dann habe ich auch gleich immer die richtige Menge, die im Omnia-Backofen reinpasst. Und von daher, ich denke, wir fangen jetzt erstmal an. Ich koche die Nudeln mal eben vor und dann machen wir gleich mal den Rest. So, das Wasser für die Nudeln kocht bereits. Fügen wir mal eben die Nudeln hinzu. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal die Thunfischcreme machen. So, dafür den Thunfisch mit dem Frischkäse verrühren. Fügt die Milch dazu. Jetzt noch die Erbsen oder das Gemüse eurer Wahl. Und mit Pfeffer und Salz einmal kräftig würzen. Dann ist auch schon die Thunfischpaste fertig. So. Und jetzt warten wir noch, bis die Nudeln fertig sind. Und dann können wir alles direkt zusammen machen und ab in den Omnia-Backofen. So, die Nudeln sind gar. Bitte, wenn ihr die Nudeln vorkocht, lasst die bitte 2 oder 3 Minuten weniger kochen als auf dem Paket angegeben. Denn die kochen ja gleich oder garen gleich noch im Omnia ein bisschen nach. Und nicht, dass sie sonst matschig werden, sondern Biss haben. Jetzt füllen wir das Ganze in die Backform ein.
So, jetzt packen wir noch ein bisschen, jetzt schneiden wir die Tomaten dazu und legen die noch da drauf, weil das Auge isst ja nun mal auch mit. Und ich finde immer, wenn das Auge auch mit isst, dann hat man einen viel besseren Appetit. Und da mache ich mir noch mal ein bisschen mehr Mühe. Jetzt kommt der Käse da drauf. Beim Käse ist es immer so, wenn man im Omnia einen Auflauf macht, dann fragen sich viele, warum wird mein Käse nicht braun? Ich mische den Käse immer mit Weichkäse und mit Hartkäse. Das heißt, ich verwende auch sehr gerne Parmesan da drin. Da müssen auch nur 3 oder 4 Esslöffel drin sein, da muss nicht die Hälfte sein oder sowas. Es reicht ein bisschen, denn dieser Hartkäse hat erstmal ein ganz anderes Aroma. Und dann wird durch den Hartkäse auch noch etwas Bräune erzielt und Röstaromen. Und deswegen verwende ich den immer und vermische das sehr gerne. Und dieser Weichkäse, der dabei ist, könnt ihr nehmen Edamer oder Gouda oder was euch gerade beliebt ist, der ist natürlich für die Cremigkeit der Käsehaube zuständig. Und jetzt geht das Ganze schon auf den Gaskocher. So, das Ganze bleibt jetzt erstmal 5 Minuten auf großer Flamme und dann werde ich das gleich auf halber Flamme drehen. Ich schätze mal so 20 bis 25 Minuten, je nachdem wie der Käse verlaufen ist, weil die Nudeln sind ja eigentlich schon fast gar. Aber natürlich sage ich euch auch wieder die genaue Zeit, wenn alles fertig ist. 25 Minuten war der Auflauf jetzt drauf. Und der sieht richtig gut aus. Thunfischnudelauflauf easy peasy im Omnia Backofen gemacht.